Kennst du Extremzustände in deinem Nervensystem? Also sowohl Zustände, wo du immer mehr in die Überregulierung gehst und du merkst, dass du keine Ruhe findest, dass dein Erregungsniveau immer höher wird und dass du keine Entspannung und keinen wieder regulierten Zustand findest. Oder auch, dass du genau in die andere Richtung, also in die Unterregulierung gehst und du merkst, dass immer mehr Erschöpfung kommt, dass du keine Motivierung, keine Motivation findest und dass du kurz davor bist, in diese komplette, ausgepowert sein und in diese Burnout-artige, Zustand, oder fast schon Shutdown, aber dass du ein, sehr, sehr unterregulierten Zustand nahe bist. Ich bin mir fast sicher, dass du mindestens eine dieser Extremzustände kennst. Und es ist äußerst wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, denn diese sind immer ein Zustand, die ja kurz davor sind, dass wir dissoziieren. Da aber nicht nur diese Zustände, diese Extremzustände, sondern auch Dissoziation sehr, sehr belastend für unser Körper, für unser Organismus sind, ist äußerst wichtig, dass wir Dissoziation und diese Zustände natürlich vermeiden, beziehungsweise wieder in einen regulierten Zustand kommen. Heute habe ich dir 3 Geheimnisse, 3 sehr, sehr gute Tipps mitgebracht, wie du aus diesen Zuständen rauskommst und wie du in die Selbstwirksamkeit kommst. Ich bin Gabriela, ich bin Trauma- und Körperpsychotherapeutin und ich freue mich jetzt auf dich. Mein erstes Geheimnis heute ist für dich: Es ist an sich egal, ob du in einem unterregulierten oder in einem überregulierten Zustand bist. Das beste Tool ist immer, dass du in die Bewegung kommst. Denn durch den Körper kannst du deinen Zustand immer sofort verändern. Das heißt, dass wenn du in egal was für eine Bewegung, durch den Körper, ob das jetzt ein Herumspringen ist, ob das ein vielleicht Kniebeugen ist, ob das mit den Armen, dass du vielleicht Bewegungen machst, oder ob das Kreisen mit dem Kopf ist, oder Nackenrollen ist, oder dass du Vorbeugen machst zum Beispiel, oder dass du einen kurzen Sprint hinlegst, das sei hingestellt. Das Wichtigste ist, dass du wirklich in die Bewegung kommst. Denn durch diese Bewegung veränderst du auch deinen psychischen Zustand. Und ich weiß, dass insbesondere, wenn wir in der Unterregulation sind, diese Bewegung, oder dass wir überhaupt in die Bewegung kommen, ein enormer, Energieaufwand ist. Das kann wirklich, wirklich ein enormer Aufwand sein, bis wir das hinbekommen, dass wir uns aufrappeln, dass wir vielleicht nicht doch uns wieder hinlegen und dass wir uns ein wenig bewegen oder irgendwie vor die Wohnung gehen oder irgendwie die Tür aufmachen, uns irgendwie anziehen. Vielleicht holst du irgendwie ein Brötchen, vom Bäcker, oder gehst du, vielleicht machst du nur das Fenster auf und schnappst du dir Luft. Ist manchmal auch das schon, hilfreich, damit du deinen Zustand ein wenig veränderst. Es geht darum, dass du nicht weiter nach unten schlitterst im ersten Schritt. Wenn du Richtung Überregulierung bist, also wo es noch mehr mit Übererregtsein schon unterwegs bist, da brauchst du natürlich mehr Aufwand, damit du wieder in einen regulierten Zustand zurückkommen kannst. Das heißt, da empfehle ich natürlich für mehr Anstrengung, was du da dort ausprobieren kannst, ob das ein Mannschaftssport ist, ob du da radeln gehst oder dass du vielleicht einen Sprint dann tatsächlich hinlegst, weil wir so viel überschüssige Energie schon im Körper haben, dass wir da viel mehr Energie auch tatsächlich
geben brauchen und müssen, damit ein annähernd regulierter Zustand überhaupt wieder erreichbar ist. Das sind dann die Schritte so nach und nach für den ersten Tipp. Aber als erstes ist unglaublich wichtig, dass du nicht in einen erfrorenen, in einen erstarrten Zustand bleibst. Also auf jeden Fall in eine Art Bewegung. Ob das kreisende Bewegungen sind, nur durch den Kopf. Vielleicht sitzt du in einem Meeting, bei der Arbeit, dass du dann vielleicht nur mit deinen Füßen, dass du um den Knöchel, dass du kreist, dass du vielleicht versuchst, dein Becken rechts und links irgendwie zu bewegen, aber dass du versuchst, eine Art Bewegung hinzukriegen. Durch die Atembewegung können wir hier auch etwas bewirken, aber bei Extremzuständen ist es wenig. Ja? Atem ist sehr, sehr wirksam, sehr, sehr effizient auch, gerade wie verschiedenste Atemübungen, insbesondere yogische Atemübungen, wie diese auf die Psyche auswirken können. Aber bei Extremzuständen fehlt uns ja die Achtsamkeit und die Aufmerksamkeit, um diese noch so ausführen zu können, wie wir das vielleicht möchten oder notwendig ist. Deshalb rate ich dir, dass du, beziehungsweise natürlich immer nur eine Einladung, also es ist eine Empfehlung, dass du versuchst, erstmal wirklich mit dem Körper etwas, stumpf, der kann wirklich stumpfsinnig sein. Musst du nicht denken, sondern einfach nur bewegen, in die Bewegung gehen. Bewegen, bewegen, etwas bewegen. Als zweiter Schritt, also als zweite Empfehlung für dich, als zweites Geheimnis sollte sein, dass du versuchst, im Hier und Jetzt zu sein, im Sinne Exterozeption. Also du versuchst, eine Art Orientierung und deine Aufmerksamkeit auf das Äußere, auf die äußere Welt zu verlagern. Wir bleiben nicht bei uns, nach innen zu gehen, im Sinne auch, mit den Gedanken sich zu beschäftigen oder mit den schweren Emotionen, die uns ja sowieso schon beschäftigen, denn dann schlittern wir gewiss in die Dissoziation, ob das dann Grübeln ist, ob du mit Rumination dann zu tun hast, also mit diesem chronischen Überlegen und Grübeln, dann ist man nur noch mit dem Verstand unterwegs, oder dass du dann wirklich voll durch die Emotionen überschwemmt wirst, oder dass du komplett abschaltest, also mit einem Shutdown in unterreguliert sein, in einen Freeze, dass du da nicht mehr irgendwie präsent bist. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Beobachtungskraft an der Außenwelt noch haften. Und das kannst du wirklich mit kleinen Übungen machen, dass du alle Gegenstände zum Beispiel in deiner Umgebung, im Zimmer aufzählst, die zum Beispiel orange sind. Oder dass du wirklich ganz bewusst wahrnimmst, da ist die Wand. Okay, so und so eine Farbe hat ja zum Beispiel mein Sessel. Oder die Decke, womit ich zugedeckt bin, das hat ja doch ein wunderbares Karo-Muster. Ja, also, dass ich wirklich bewusst versuche, dann, wenn ich schon in der Bewegung war oder bin noch, aber meine Aufmerksamkeit im Außen zu belassen und dort zu haften. Und als dritter Schritt ist, dass du einen inneren Dialog führst, welcher wirklich wohlwollend und liebevoll mit dir ist, dass du mit dir nicht entwertend umgehst, dass du mit dir nicht hart und nicht missbräuchlich umgehst, denn das kann uns auch selbst zum Beispiel triggern. Also wenn wir innere Kritiker hier tatsächlich gelten lassen und die dann plötzlich auch hier wütend beginnen, dann
kann ebenfalls sehr, sehr schnell in eine Dissoziation das münden. Also nochmal für dich wiederholend. Erster Schritt, sofort in eine Bewegung gehen. Zweiter Schritt, dass du versuchst, deine Aufmerksamkeit in der Außenwelt zu belassen und dort haften zu lassen und dort zu behalten. Und dritter Schritt, dass du einen inneren Dialog mit dir führst, welcher dann tatsächlich liebevoll und wohlwollend mit deinen kindlichen Seiten ist und dass du gut zu dir bist. Viel, viel Erfolg dabei, wenn du das ausprobierst. Ich bin ganz gespannt, wenn du die Erfahrungen teilst. Und ja, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Und ja, bis sehr bald. Gabriela. 'Cause it feels like home.